Viele Metadaten auf einmal vergeben. Das geht schnell und effizient mit dem ST4 AI Cube. Wie? Das erfahren Sie in diesem Video am Beispiel eines Projekts mit der Firma Komax. Das Schweizer Unternehmen Komax stellt Produkte rund um das Thema Kabelbäume her. Die Produktvielfalt reicht dabei von kleinen Abisoliermaschinen bis hin zu großen Maschinen, die vollautomatisiert Teilkabelbäume erstellen. Um die Produktinformationen passgenau zu erstellen, nutzt Komax Schema ST4. Die wahnsinnige Produktvielfalt bildet Komax über die Variantenfilterung in Projekten ab. In einem Projekt werden Produktfamilien zusammengefasst. Für jede Produktvariante gibt es einen Filter. Wenn ein neues Produkt dazukommt, wird auch ein neuer Filter angelegt. Diese Vorgehensweise ermöglicht es Komax, passgenau zu filtern und die Produktkomplexität kontrolliert abzubilden. Es gibt nur einen kleinen Haken. Die RedakteurInnen müssen dafür viele Knoten nachträglich mit der Produktgültigkeit versehen. Dazu müssen die RedakteurInnen den Knoten auswählen, zur Quelle springen, eine neue Version erzeugen, den Metadatendialog öffnen und aus der Taxonomie den richtigen Eintrag anklicken. Und das an vielen Knoten. Das sind ganz schön viele Klicks. Für ein durchschnittliches Projekt sind es sogar ca. 7000 gezielte Klicks. Das muss doch einfacher gehen. Die Lösung? Der ST4 AI Cube. Schauen wir uns den Prozess mal im Detail an. Wenn ein neues Produkt entsteht, wird im passenden Projekt ein neuer Filter erstellt. Um die relevanten Knoten für die Metadatenergänzung zu finden, nutzen wir die Filterung. Damit lässt sich herausfinden, welche Knoten schon mit allen anderen Produkten ausgezeichnet wurden. Das Suchergebnis speichern wir ab und wählen die Knoten aus. Wir starten den Workflow, um die ausgewählten Knoten an Plusmeta zu übertragen. Hier kann die neue Produktgültigkeit mit wenigen Klicks ergänzt werden. Zurück in ST4 werden die neuen Produktgültigkeiten automatisiert übertragen. Anschließend kann über eine Suche geprüft werden, ob noch weitere Knoten ausgezeichnet werden müssen. Wenn ja, kann der Workflow erneut gestartet werden. Andernfalls ist die Arbeit damit schon erledigt. Das wollen wir uns einmal direkt im System anschauen. Die Ausgangssituation in ST4 ist ein neuer Filter im Projekt, da es ein neues Produkt gibt. Es gibt aber bereits 2 andere Produkte in der Produktfamilie. Da die Gültigkeiten an den Knoten fehlen, kommt kein Knoten durch den neuen Filter. Daher sollen alle Knoten, die für die Produktfamilie gelten, auch die Gültigkeit für das neue Produkt in der Familie bekommen. Welche Knoten das sind, finden wir über die erweiterte Suche heraus. Das Suchergebnis speichern wir in einem Suchfolder. Dort wählen wir alle Knoten aus und schicken sie in den Workflow. Dafür vergeben wir einen Projektnamen. Für alle freigegebenen Knoten soll eine neue Version erzeugt werden. Die Knoten werden dann an Plusmeta übertragen. Plusmeta lässt sich dabei komfortabel direkt aus Schema ST4 heraus im Browser öffnen. In Plusmeta analysiert dann die künstliche Intelligenz die Inhalte und liest vorhandene Metadaten ein. Im nächsten Schritt können wir uns die Ergebnisse ansehen. Hier haben wir zudem die Möglichkeit, dem Metadatum Produkt noch nachträglich die neue Produktgültigkeit zu vergeben. Vorhandene Werte sollen dabei ergänzt und nicht überschrieben werden. Dann wählen wir noch das konkrete Produkt aus, das vergeben werden soll, und wählen alle Objekte in dem Projekt aus. Mit wenigen Klicks ist das erledigt.
Im Handumdrehen ist das neue Produkt so an allen Objekten ergänzt. Nun werden die Metadaten noch freigegeben und der Workflow abgeschlossen. Dann müssen wir die Ergebnisse nur noch in ST4 zurückholen. Wir ziehen noch die neuen Versionen ins Projekt und siehe da, jetzt gibt es Knoten, die die richtige Gültigkeit haben. Den Prozess könnte man nun noch mit einer weiteren, feineren Suche wiederholen, bis man alle Knoten für das neue Produkt erwischt hat. Mit dieser Lösung kommt man mit wenigen Klicks ans Ziel, man spart Zeit und es gibt deutlich weniger Fehlerquellen. Schon allein das ist ein echter Projekterfolg. Aber da war doch noch was mit AI, also Artificial Intelligence oder auf Deutsch künstlicher Intelligenz. Mit der künstlichen Intelligenz von Plusmeta gibt es nämlich noch viel mehr Möglichkeiten als die Massenmetadatenvergabe. So kann Plusmeta beispielsweise die Reinigungsmittel in Topics entdecken und als Metadatum ergänzen. Das geht auch, wenn das Reinigungstool nur implizit genannt ist. Plusmeta eignet sich aber auch hervorragend, um Inhalte fürs Content Delivery aufzubereiten. Hier werden oft andere Metadaten benötigt, als für die Erstellung der Dokumentation für Produktvarianten. Metadaten für die Anwenderperspektive kann die künstliche Intelligenz von Plusmeta automatisiert ergänzen. Es gibt aber auch eine Knowledge Graph-Funktion in Plusmeta, die der KI bei der Metadatenvergabe hilft. Verbindungen und Zusatzinformationen können im Knowledge Graph abgebildet werden. Außerdem lassen sich mit Plusmeta Standard-Datenaustauschpakete auf Knopfdruck erstellen. Der Frust über viele Klicks ist mit dem ST4 AI Cube kein Thema mehr. Und die Redaktion ist auch für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet. Plusmeta. Add Intelligence.